Du möchtest Rohre verbinden, gar kein Problem. Nimmst du so ein Fitting, steckst das hier rein und dann musst du es pressen, sonst ist es natürlich nicht dicht und das Wasser kommt hier wieder raus. Und was brauchst du dafür? Eine Pressmaschine, wie zum Beispiel eine von beiden, die ich hier vor mir stehen habe. Und jetzt aber die Frage, was ist der Unterschied zwischen A und B? Und das hier ist die neue, und zwar ist die Romax Nano. Man könnte jetzt bei der Romax Nano denken, ja, die Nano ist so der kleine Bruder von der hier. Die kann weniger, ist so ein bisschen für das kleine Zeug so nebenbei. Gar nicht. Man könnte jetzt wirklich denken, dass das wirklich nur der kleine Bruder ist der aber nicht, denn die beiden können im Wesentlichen dasselbe und eigentlich kann die sogar noch mehr als die. Und darüber müssen wir heute sprechen. Denn der Anpressdruck von diesem Gerät ist genauso wie von diesem Gerät und im Grunde ist es so, dass dieses Gerät hier gegenüber dem massive Vorteile hat. Denn das hier ist die neue Generation, Next Generation Pressmaschine und das müssen wir uns heute mal anschauen. Denn was ist wirklich der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten? Wenn wir uns das hier anschauen, das hier ist deutlich schwerer, ja, noch als das Gerät. Das hier ist schon um einiges leichter. Das ist ein kleiner Vorteil. Aber technisch ist das Gerät hier komplett anders als das hier. Bei der neuen Nano ist es so, dass wir hier einen mechanischen Vortrieb haben. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, hier ist das Ganze hydraulisch geregelt. Dadurch haben wir aber hier wirklich Öl, Hydraulflüssigkeit, wir müssen das Ganze dicht halten und so weiter und so fort. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich lege das jetzt mal 5 Jahre irgendwo in die Ecke, könnte es theoretisch passieren, dass hier auch eine Dichtung undicht wird und das Öl auch ausläuft oder wir nicht mehr den richtigen Druck haben, den vollen Druck herstellen können. Haben wir hier gar nicht. Hier ist es so, dass die Mechanik einfach funktioniert. Da kann einfach kein Öl auslaufen. Riesengroßer Vorteil. Nächster Vorteil ist ganz klar das Thema Größe. Ich meine, wir sehen es ja, wie viel größer ja, die 4000er ist gegenüber der Nano. Das ist riesig, wenn wir uns das mal anschauen. Und das heißt also, wenn wir gerade enge Bauräume haben, irgendwo, wo wir nicht so richtig rankommen, dann haben wir bei der hier natürlich einen riesen Vorteil, dass wir ein kleines Gerät haben, dann eher mal dort irgendwo hinkommen. Und nicht nur das Gerät ist kleiner, auch die Pressbacken sind kleiner. Wenn ich mir das mal anschaue, ist es so, dass wir hier Folgendes haben, so und so, jetzt seht ihr hier, das ist schon deutlich kleiner, also diese Pressbacke gegenüber der, trotzdem selber Anpressdruck und das macht natürlich auch wieder Gewicht ja, gegenüber dem Ganzen. Und jetzt werden einige schon sagen, oh ja, nee, ich will die Nano nicht haben, weil dann muss ich mir alle meine Pressbacken neu kaufen. Das ist Quatsch, ja, kommen wir gleich dazu. Aber ich möchte euch erstmal mal zeigen, ich persönlich finde den Verschluss hier auch nochmal wesentlich besser. Wenn wir uns jetzt den hier anschauen, ja, haben wir hier Folgendes, wir müssen das hier hochziehen, zur Seite, rausnehmen, wieder rein. Das ist jetzt nicht schlecht, ja, aber ich finde das hier irgendwie nochmal intuitiver, einfach nur zur Seite, fertig, rein, fertig, rein. Also es ist eine Kleinigkeit, aber macht nochmal einen Unterschied. Jetzt kommen wir auf die Pressbacken mal zu sprechen. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen, ich nehme die jetzt mal raus, ja, das ist eine, die hierfür geeignet ist, beziehungsweise die genau dafür ist. Warum, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber erst einmal, wie kompatibel sind die? Ja? Jetzt nehmen wir eine, die wir hier jetzt nutzen können, ja, eine klassische, sage ich jetzt mal, setze sie hier ein und dann siehst du, theoretisch passt das nicht. Du musst es hier leicht anheben und schon funktioniert das Ganze. Ja, und jetzt kannst du mit ihr arbeiten, ist gar kein Problem, also mit denen, die du heute schon hast. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest es noch einfacher haben, gibt es hier einen ganz kleinen Adapter, den tust du hier drüber, und dann kannst du es einfach hier rein, fertig. Ja, gar kein Problem. Auch hier nochmal so rein, fertig. Das ist gar kein Thema. Das heißt also, du kannst auch deine alten Pressbacken alle weiterverwenden. So. Aber die neuen haben einen riesengroßen Vorteil, denn hier drin haben wir einen RFID-Chip, der sich mit der Maschine verbindet. Ja, wirklich, in dieser Pressbacke ist ein bisschen Elektronik verbaut, die sich damit verbindet. Und was ist jetzt der große Vorteil? Wir haben jetzt bei der Maschine Folgendes. Die Maschine hat eine Kraft und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann presst sie immer mit der gleichen Kraft. Immer wieder. Wiederholen, 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 wiederholen. Bei der Maschine, und das ist eigentlich einer der größten Vorteile, ist es so, dass sie das nicht macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Pressbacke habe, die dafür da ist, um kleinere Rohre zum Beispiel zu verpressen, dann brauche ich nicht die volle Kraft. Meinetwegen nur 50%, jetzt mal theoretisch. Dann ist es so, ich stecke das hier rein, dadurch erkennt wirklich die Maschine das Ganze hier. Übrigens, dass das erkannt wird, kannst du auch sehen auf der App. In der Rotenberger App kannst du einfach das Gerät anlernen und schon siehst du auch wirklich, welche Pressbacke drin ist, indem du das hier reinsteckst. So,
In dem Moment kannst du jetzt Folgendes machen, beziehungsweise macht die Maschine Folgendes. Die Maschine weiß jetzt, aha, diese Backe ist hier drin, ich brauche nur 50% der Kraft und nutzt auch nur 50% der Kraft. Das hat mehrere Vorteile. Vorteil Nummer 1, wir brauchen nicht so viel Akku. Ja? Das heißt, wir brauchen weniger Energie, das heißt, der Akku wird geschont. Vorteil Nummer 2, die Mechanik hier wird geschont. Vorteil Nummer 3 ist folgendes, auch die Pressbacke wird geschont, weil sie natürlich nicht immer mit der maximalen Energie zugefahren wird. Ja? Das heißt also gerade hier an der Stelle hier ist es so, dass dieses Material nicht so schnell ermüdet, beziehungsweise hier oben auch nicht so schnell zusammengepresst wird. Und das sind alles Vorteile, die wir haben. Übrigens, die Pressbacke weiß sogar, wie viele Lebenszyklen sie hatte. Das kannst du in der App alles nachschauen, wie oft hat die Maschine hier allgemein zusammengepresst, sowohl mit einer solchen als auch mit einer solchen Pressbacke. Wie häufig wurde diese Pressbacke benutzt, war es erfolgreich oder nicht. Nächster Vorteil übrigens von dem Gerät ist folgendes. Und eine Sache möchte ich gleich nochmal vorweg sagen. Wenn ihr euch für so ein Gerät hier interessiert, seid ihr wahrscheinlich schon in irgendeinem Akkusystem. Ja? Wir haben jetzt hier CAS-Akkus. Das heißt, im weitesten Sinne kann man sagen, wir haben hier das Metabo-System. Das heißt, dieses Gerät ist mit Metabo-Akkus, also CAS-Akkus, kompatibel. Es gibt dasselbe Gerät aber auch mit der Ampshare-Allianz von Bosch. Ja, auch das geht, sodass du sagen kannst, ich bin entweder jemand, der davon schon Akkus hat oder der, meinetwegen jetzt hier, davon Akkus hat. Das nur ein kleiner Hinweis. So, wenn wir uns jetzt mal Folgendes angucken, haben wir hier einen kleinen so klein ist er gar nicht, haben wir einen Lichtring. Ja, den sehen wir hier. Einerseits macht er natürlich Licht, aber er zeigt auch den Systemzustand. Das heißt, ich habe es eben eingeschaltet, er hat gesagt, einmal grün, okay, mir geht's gut, funktioniert. Und jetzt mache ich mal Folgendes, ich fahre jetzt nicht richtig zu, sondern ich fahre jetzt nur so ein bisschen. Dann sagt er hier rot, hier hat irgendwas nicht geklappt. Rot heißt, hier stimmt was nicht. Und du musst ja auch wissen, wenn du einen Pressvorgang durchgeführt hast, war der erfolgreich oder nicht. Also hat er wirklich mit der richtigen Anpressdruck dann wirklich komplett durchgezogen. So, jetzt in dem Fall habe ich jetzt zu früh losgelassen. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwas verhakt, sonst irgendwas ist. Dann merkt die Maschine das und zeigt dir rot an. So, in dem Fall ist es jetzt so, dass er jetzt hier schon ein bisschen zugefahren hat. Wenn ich jetzt wieder einschalte, dann macht die Maschine Folgendes. Sie fährt jetzt wieder nach unten. So, und jetzt machen wir mal wirklich auch einen Pressvorgang. Dann siehst du nämlich auch durch den roten Ring, dass das Ganze funktioniert hat. Nehmen wir jetzt hier einfach mal genau, hier habe ich schon vorbereitet. Wir haben jetzt hier so einen Eckverbinder, wir haben jetzt unser Rohr, setzen das Ganze hier ein, in die passende Pressbacke dann auch. Und jetzt sehen wir Folgendes. Ihr werdet übrigens hier gleich sehen, dass das einmal ganz kurz so blick, blick, so ganz kurz so anblinkt. Dann könnt ihr sogar loslassen. So. Und das war's. Und jetzt können wir es rausnehmen. Und ihr seht, wir haben es perfekt verpresst. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Du hast einen optischen nochmal Hinweis, aha, alles hat gut funktioniert. So, was ich euch vermitteln wollte, ist Folgendes. Die Nano steht den anderen Geräten in nichts nach. Im Gegenteil, sie hat sogar ihre Vorteile. Ja? Und jetzt ist es ja so, das Ganze ist kleiner, leichter, passt in jede Ecke. Aber was ist, wenn das noch kompakter und noch eine schwierigere Stelle gibt? Auch dafür gibt es eine Lösung. Und zwar genau das hier. Und zwar eine, ich nenne es mal, um die Ecke Pressbacke mit genau dem hier. Aber ich zeige euch das Ganze mal. Übrigens ein Hinweis, dieses ganze Zubehör, was wir hier haben, sowohl als auch die Geräte, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du sehen kannst, was kostet das Ganze und wo sind wir denn da eigentlich preislich. Hier haben wir übrigens einen Rohrschneider, sehr intuitiv. Ja, das ist, muss ich sagen, wirklich schön gemacht. Moment, so und nochmal rum und schon ist es geschnitten. Schön gemacht. Was ich schön finde, ist hier nochmal auch zum Entgraten alles dabei, einfach hier im System mit drin. Übrigens, ja, falls mal euer Rohr ein bisschen schief und krumm ist, wie das hier zum Beispiel, geht es trotzdem. Du kannst hier auch mit dem kleinen Hilfsmittel, ja, hast du schon wieder dein rundes Rohr und dann nehmen wir hier mal unseren Fitting. Und jetzt können wir noch entgraten, jetzt können wir noch hier Dinge machen, ja, das wisst ihr alles selber. So, und jetzt kommen wir zu unserem Problem. Wir stecken das jetzt mal hier rein und jetzt wollen wir das jetzt verbinden. So, und dazu machen wir Folgendes. Erstmal, wir wechseln jetzt hier unsere Pressbacke auf die sehr spezielle Pressbacke. Ja, da kannst du ja kein Rohr reinstecken, sondern nur das andere Teil. So, und jetzt haben wir Folgendes. Wir nehmen jetzt hier
diese spezielle Vorrichtung, tun wir jetzt hier drum. Ja, übrigens großer Vorteil, das Ganze bleibt hier offen. Das heißt, ihr könnt das jetzt irgendwo hin tun und ihr müsst nicht, ihr habt hier keine Feder die ganze Zeit, das wieder zurückhält. So, jetzt nehmen wir das hier rein und jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir, und jetzt wollen wir das hier an der Stelle irgendwie verpressen. Und jetzt können wir das Gerät nehmen und setzen das hier an. Das heißt, jetzt müssen wir ich muss jetzt mit 2 Händen halten, ihr seht das, aber ich kann jetzt hier dran und jetzt kann ich das Ganze irgendwo hier ansetzen, wo ich möchte, ja, und kann es jetzt hier verpressen. Ich zeige euch das auch mal. So, und ihr seht, das ist da drum, das hier wieder auseinander, rum und ich habe das Rohr verpresst. Und der große Vorteil für den Pressring ist einfach, du brauchst weniger Platz. Die Profis werden das zu schätzen wissen. Ihr wisst selber, ich bin kein Profi in dem Thema, aber selbst ich erkenne, das ist schon genial. Wenn du irgendwo einen engen Bauraum hast, wenn du in der Wand bist, musst du deutlich weniger wegstemmen. Du kannst es verpressen, neu verputzen im Zweifel oder an der Wand an schwierigen Stellen arbeiten oder. Ich finde es eine geniale Sache. Und was wir hier sehen ist, dass neue Technik eben doch seine Vorteile hat, sogar richtig viele Vorteile hat. Und dass wir hier sehen, wir haben etwas, wo wir sagen, noch kleiner, noch leichter, selbe Kraft und kann einfach richtig viel. Ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was sind eure Fragen, vielleicht sogar schon, was sind eure Erfahrungen mit der Romax Nano und für euch ansonsten ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.